Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Hallo Kai und Wolfen. Und die liebe Ria ist auch schon da. Summ, summ, summ. Mach bitte nochmal an, Bub. Freut mich, dass euch das gefällt. Hey, der ist hier über den Haufen gerannt gerade. Ja, hallo Hallöchen, Bubu. meine Invoice ist an. Gut, okay. Wir sind heute Abend, so wie es aussieht, alleine bei Gucci. Muss ich ein bisschen ausruhen. Das war ein Oh bisschen zu nee, was viel. hat der? Ja, wie gesagt, der ist ja auch schon ein bisschen älter und dann gibt es so Momente, wo man dann einfach mal runterkommen muss und einfach mal die Füße von sich strecken muss. Mhm. Jo. Ah, das heißt, wir beide bauen heute alleine, oder wie? Ich weiß nicht, wer noch alles kommt heute, aber wir machen uns das ganz, Naja, ganz also laut, chillig. laut der Momentum-Serverliste Wären wir eh nur zu dritt wären gewesen. wir zu dritt gewesen. Und es könnte sein, dass sich dann vielleicht noch eine ganz liebe, nette Person eine Bewerbung schreibt. Aber sie hat gesagt, sie bräuchte vielleicht eine kleine Hilfe, die Bewerbung zu schreiben. Was Warte mal. sie ist nicht. Ja. Das Ja, später. was? Ich warte. Ja, Ich warte warte mal immer noch. kurz. Was? Ich warte immer noch. Ich warte immer noch. So, okay. Weil Leute haben alle irgendwie einen kleinen, ich weiß auch nicht, gestressten. Ich weiß nicht, ob die Woche Was? so Nee, stressig ich bin war oder heute so. richtig gelassen. Ja, ich auch. Ich bin heute irgendwie richtig gelassen und Wieso habe ich gechillt. eigentlich schon wieder meine Klamotten an? Ja, frage ich mich auch, weil wir das letzte Mal am letzten Sonntag ein Roleplay hatten. Nein, ich hatte sie vorhin aber nicht an. War ja vorhin schon Äh, fleißig. Hier, guck mal, ich habe ja schon weitergemacht. Guck mal, da oben Du steht warst was. fleißig. Ja, genau. Ich habe gesehen, du bist erst um 5 nach halb bist du hier online gekommen. Ich habe auf die Uhr Guck geschaut. mal, die Kirche ist hier unten schon komplett fertig. Sieht gut aus. Ja, Ich ich war war auch nämlich schon vorhin schon. fleißig am Ja, Bauen. war nämlich vorhin schon. Ja, und Rio war auch kurz zu Gast und hat die wunderschöne Orgel da oben gebaut. Mhm. Ja. Und hinter mir ist Bobo und der Fuchs fertig. Yay. Aber Bubu, Ja. da ist noch ein falscher Organist auf dem Stuhl. Oi, der immer noch hier. Der Organist hier. Warte mal, das Problem können wir kurz lösen. Nee, lass mal, weil der ist Nein, hier nein, nein. eingesperrt, der kann Sobald nicht. einer, wenn ich jetzt hier zum. Ah, okay, der ist okay, ich habe schon verstanden. Okay, Rio, ich habe deinen Fingerzeig gesehen. Der ist gesichert. Und weißt du was? Der heißt sogar Leo. Der heißt Leo macht hier Kuschelmusik, okay. Ja, schau mal hier, muss mal hier hinkommen und muss anschauen. Ja, ich sehe es nicht, dass er Leo heißt. Ich sehe keine Namen hier. Doch, oder stell dich mal hier hin und schau ihn an. Ja, ich sehe keine Namen. Doch, stell dich hier hin und schau auf den Kopf schauen. Ich schaue auf den Kopf, hier ist nix. Ja, 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 wenn ich runtergehe, ja, dann sieht man es oben nicht mehr. Das ist das Problem bei mir. Weil ich ja alles ein bisschen größer gestellt habe. Auf jeden Fall, schaut mal hier. Fatma hat Bobo und den kleinen Fuchs fertig gebaut. sieht Weiß gut nicht, aus. ob er gut genug für Momentum ist. Wie gesagt, einfach bewerben. Es kann ja Ja, nicht so genau. schwer sein, als eine kurze Vorstellung von sich zu schreiben. Ja, und ein Bild davon zu machen, weiß ich, was man so gebaut hat. Euer Geht auch im Lieblingsbild. Film? Geht Ja, auch im oder ein Film? kleines Video könnt ihr auch hochladen, warum nicht? Solange wir nicht jetzt hier Tausende von 20 Minuten oder ganze Streams nachgucken müssen, ist alles gut. Ja, Aha, aha, aha. weil das ist einfach zu Und viel. übrigens, ich hätte noch im schlimmsten Fall noch eine Gruppe gemacht. Ja, wie gesagt, also wir haben alles ja in einem Bauwettbewerb, Ding, Gedöns im Discord. So.
Jetzt habe ich es gesagt. So, ich habe heute immer noch so ein bisschen sprachliche Schwierigkeiten. Ich bitte das zu entschuldigen. So, okay, also ich war ja dabei, wie gesagt, hier das Innere der Kirche. Also unten bin ich schon so weit. Oben seht ihr noch, da ist noch das Rote drin. Ich habe vorhin eine Tür ein bisschen gebastelt mit der Rio zusammen, weil wir hatten vorhin ein bisschen Langeweile. Wir mussten nämlich auf ein Gespräch warten. Also ich musste auf eins warten, da oben hängt eine Spinne. Was macht die Spinne hier? Spinne. Kommen Sie da runter. Und dann noch an meinem Kopf, was soll das heißen hier? Oh nee, du machst noch einen Block kaputt. Also Ja, echt. ja, böse Bubu, Spinne. schäme dich. Schäme dich, Ja, Bubu. ja, böse Spinne. So, auf Einfach jeden alles Fall, kaputt wie machen. gesagt, steht da oben jetzt eine riesengroße Orgel. Und ja, die ist jetzt soweit fertig. Die hat sogar einen Organisten, wie ihr gesehen habt, den guten Leo. Dann haben wir ja hier unsere Räume, die muss ich noch machen. Ich muss mal den Kupferblock hier wegschmeißen. So, dann haben wir hier noch die Räume, die muss ich auch noch schön machen. Dann haben wir noch eine Treppe hier zu bauen. Also ihr seht schon, Mhm. ich musste die nämlich verschieben, sonst hätte innen drin der zweite Layer nicht gepasst. Mhm. Also hier bauen wir uns dann treppenmäßig nach oben. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, wie das hier schöner aussieht. Also diese Decken. Die sollen ja noch schöner werden. Vielleicht lasse ich mir hier für den Boden auch noch ein bisschen was einfallen. Also, wie gesagt, heute geht es hauptsächlich um Innendekoration hier der Kirche. Oder wenn Und du sonst Langeweile hast, ich hätte noch ein großes Bauwerk, was man mal ich habe lösen. keine Langeweile. Das ist ja auch ein großes Bauwerk. Und es stehen noch so viele Dinge hier an. Deswegen wird Oh, das Zeit, heißt, ich dass wir muss wieder alleine drei bauen. neue Leute noch dazu kriegen. Die können sich hier Das heißt, gut. ich muss wieder alleine bauen. Ja, ich muss es ja auch. Ja, aber ich bin schon seit Monaten bin ich schon, also seit Wochen bin ich alleine am Arbeiten. Ja, wie gesagt, das ist ja, ich komme später dir helfen, versprochen. Weil das Problem ist ja, das ist immer blöd, pass auf, wenn man etwas in seinem Stil baut, also seine Art zu bauen tätigt, ja, dann ist das immer ganz schwierig für den Zweiten, sich damit reinzufrümmeln. Weil du Aber hast ich das in baue das deinem so Kopf einfach, drin. weil ich baue das so einfach und schlicht und Ja, weil in ja, der Abtei ist ja auch so. Aber wie gesagt, beim Einrichten und noch ein bisschen Firlefanz anbringen, da bin ich gerne dabei. Alles gut. okay, Aber das okay. Grundgebäude, wie gesagt, das ist ja immer wichtig. Also man muss sich ja so ein bisschen einen Plan machen. Und in dem Falle ist es wichtig, dass man erstmal die ganzen Gebäude stehen hat, bevor man dann an diese ganzen Kleinteile rangeht. Weil, guck mal, ich habe ja hier auch noch nichts an Deko oder etc. dran. Das kommt jetzt nach und nach erst. Das ist ja jetzt Oh, erstmal das. ich habe gerade was gesehen. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Und übrigens, ich habe noch eine Gruppe geöffnet. Okay. Eine Gruppe. Okay. Oben. Jo, okay. Bin in der Gruppe. Ja, ja, meine Glocken. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. So schön sehen die noch nicht aus. So, jetzt haben beide geheult. Alle mal Taschentuch von mir und gut. Und knuddeln, genau. So. Warum habe ich meine Uniform an? Das ist, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir das letztes Mal das Roleplay Ja, das kann sein, aber wie hattet. gesagt, vorhin hatte ich die nicht an. Ich bin erstaunt, wieso ich die jetzt Ah. anhab. Oh ja, da muss ich dann noch Dings hier machen, genau. Das muss ich ja auch noch machen. So, auf jeden Fall, Ah. wie gesagt, fehlt ja hier noch der Altar zum Beispiel. Dann die Beleuchtung fehlt hier noch. Und das, was ich jetzt machen muss, ist mich jetzt an die Etage mal ranmachen, weil ich muss jetzt hier beigehen und im Grunde genommen das erstmal alles hier austauschen. Das ist jetzt so meine Arbeit. Jetzt werden gleich die Laternen hier alle wegspringen, die ich hier so mühsam hingestellt habe. Upp, weg ist die Laterne. So, Laternchen wieder rauf hier. Laternchen. Die machen wir weg. Und so Stück für Stück halt. Wie gesagt, es ärgert mich halt immer wieder, dass ich hier halt keine Quarz-Gedöns-Dinger als Mauern habe. Aber wir können es halt nicht ändern. Das heißt, ja, wir müssen halt improvisieren. So.
Okay. Also momentan bin ich halt immer noch damit beschäftigt, die ganze Inneneinrichtung hier zu machen. Aha, Das auszuwechseln, ja. aha. Mhm. Aber irgendwie, warte mal kurz, das mache ich, glaube ich, anders. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hatten wir Quarz genommen, genau. Da hatte ich nämlich dann Quarz reingesetzt, damit das halt schöner aus. Mann, 1, 2, 3. Drei. Eine, drei, zwei, drei. ich hänge. Kennst du das? Eine, zwei, Ich hänge drei. am Zauntor. Wieso machst du das? Weiß ich nicht. Ich versuche da einen Block 3 runterzusetzen. sind 0. Muss mal in die Knie gehen. Aha, dann mach mal. So, okay. Hm. Ah, ist das Zielen gar nicht so einfach hier. So. Das sieht auf jeden Fall viel schöner aus, so mit dem hellen Zeug hier drin, ne? Also momentan habe ich ja sowieso hier meinen Shader draußen und die Gamma hochgedreht. Also deswegen seht ihr auch hier diese Lichtdinger hier, ne? Also da, wo die Beleuchtung halt fehlt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das? Okay. Das heißt, der untere ist dieser. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, weil wir wollen ja das hier so ein bisschen hübscher machen alles. Oh, da habe ich. Machen wir das auch mal anders. Alter, müssen. Und hallo, herzlich willkommen, Lou, in meinem Livestream. Schön bist du da. Ah, okay. Und das jetzt mal so. Oh, den packen wir dann noch so ein Ding hin. So, okay. Wir können natürlich das hier auch so machen. Da kommen ja dann halt diese Dinger da wieder ran, ne? Das können wir auch so machen. Aber wir haben halt hier unterschiedliche Höhen. Von daher geht das nicht. So, okay. Ja. Weiter geht's. Also das würde ich auf jeden Fall hier noch so lassen. Da würde ich allerdings dann, ich denke mal, Beleuchtung ransetzen. Zumindest hier. Den hier. Und ich bin hier gerade ein bisschen Raumpflege machen. Ich bin hier ein bisschen am Anpassen und am schauen, dass die Umgebung hier ein bisschen besser aussieht. Raum. Das hört sich ja an. Ja, hier ein bisschen Geländeanpassung und damit das Ganze ein bisschen schöner und besser aussieht, weißt du? Ah ja, das kenne ich. Das ist Ja, das wichtig. kennst du? Ja, ja, das ist wichtig. Ja. Das habe ich auch noch vor mir. Da sind noch einige Stellen, die nicht besonders schön aus. Ja, das ist bei mir jetzt gerade auch so ein bisschen der Fall und da bin ich jetzt hier. Das Es ist ist ja da, auch wo ich da gut, mal wenn man neulich die dann, Brücke genau, mal das was ist da, wo ich anderes tut. neulich mal die Brücke versetzt hatte, weißt du? Hm. Und, ich habe mir sogar noch, sagen lassen, es gibt sogar noch eine Verbesserung, wie ich da leere Blöcke sozusagen, besser, verschieben kann. Das heißt, ich kann nur, die wirklichen Blöcke, kopieren und machen. Das hat Hm. mir mal so ein nettes Fehlein hat mir das mal gesagt. So ein Ah, wirklich okay. sehr liebes, nettes Fehlein, ja. Ja, es gibt viele, viele Dinge, um sich hier ein bisschen alles ein bisschen zu erleichtern. Das stimmt allerdings. Das tut ja auch Not, gerade wenn man so große Dinge halt hat. Also wie gesagt, wir warten auf wundervolle Verstärkung von euch. Ja, Und bitte bewerbt euch auf meinem Discord und bei Bubus Discord und überall auf dem genau. Discord seht ihr mehr Informationen Also wie gesagt, bezüglich den Bewerbungen.
Also wie gesagt, die Bewerbung dann in Klötzchen-Discord reinpacken, damit wir sie auch finden, ne? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Also unter Bauwettbewerb solltet ihr das dann reinposten oder eure Bauwerke, wie auch immer. Also da finde ich es auf jeden Fall. So, wieso ist eigentlich hier das Fenster so? Keine Ahnung, frag es doch mal. So, so sind hier 3 und hier sind nur Vielleicht wollte jemand dir einen 2. Streich spielen. So ein Das gewisser ist sehr Gucci macht gerne so merkwürdig. Streiche, weißt du? Ach, nee, da macht er nicht. Da liegt da keine Hand an, das weiß ich. Ja, bist du dir sicher? Da kennst du die Hm, Schweizer zu wenig. bei sowas weiß ich. Dass ich mal öfters einen Creeper am Haus habe, also komische Geräusche höre, das ist normal. Ja, weiß Ah, ich hast du auch. den einen Creeper schon jetzt rausgenommen mittlerweile? Rio war vorhin und hat ein bisschen geschaut. Ja, Ah, okay. okay. Ja, es ist ja immer hier entspannt, Lou. Wir bauen hier gemütlich. Hier hinten ist die Abtei, die ich gerade baue. Ihr könnt unten rechts bei mir sehen, was es werden soll. Und die möchten, können mal gerne herausfinden, was das für ein Gebäude ist. Kleinen Tipp, es steht in Erfurt. Mehr sage ich nicht. Könnt ihr mal sagen, ob ihr herausfindet, was das für ein Gebäude ist? Würde ich da mal gerne mal so eine kleine, wie sagt man so schön? Ich würde gerne mal wissen, wie gut ihr das so seid mit Gebäuderaten oder wie gut es gelungen ist. Erkennt man's auch, was es darstellen soll? Ich finde, man Würde ich erkennt's. Aber ich Wie werde auch krass nichts es sagen. aussieht. Ja, Bubu, mal 'ne Frage. Wie lange bin ich jetzt hier schon, mit dabei? War das noch im Januar? Ja, ja, nun glaube ich, War bist du Januar, Anfang, komplettes. Mitte? Weil Dezember hatten wir ja unser Hänsel und Gretel und ja, Also dann kann man heißt, dann bin sagen. ich jetzt schon seit, warte mal kurz, 3 Monaten schon hier auf dem Server und jedes Wochenende praktisch mit dabei, sei es 1 oder 2 Tage. Habe ich es da Genau, richtig? genau so ungefähr. Und wie ihr seht, das entstand daraus. Habe ich alles größtenteils alleine gebaut. Hin und wieder habe ich ein bisschen Hilfe bekommen, weil ganz am Anfang sah es sehr klein aus. Dann kam das so eine liebe, nette Bubu, die kam dann: Nonstop, das ist viel zu klein, da musst du größer bauen.“ Denn ich: „Wie größer bauen?“ „Ja, ich zeige dir mal das so vor, du musst das und so machen. Das am besten kommt das, wenn du so und so machst.“ Und dann was passiert? Es kommt ein fertig riesiges Ding zu Vorschein. Ja, Ja. wenn ihr mal mit Bubu zusammenbaut, dann kommen solche Bauwerke riesengroß heraus. Und Ja, wenn in ich da der mal so Epoche, Info ja. Genau, in der genau, und Epoche. wenn ich da mal so zu meiner Verteidigung, anhängen darf, ähm, ich baue das erste Mal nach einem Bild, also nach einem Fotobild, und ich arbeite das erste Mal in solchen riesigen Dimensionen. Denn ja, das ist wirklich alles ziemlich neu für mich. Denn ganz ehrlich, diese Bubu, die hier mit mir im Voice ist, das ist eine ganz 'ne liebe Dame zwar, aber die hat mich ins eiskalte Wasser geschmissen. Ja, Ins das ist ja auch gut. eiskalte Wasser. Und ich sage euch, das war wirklich so kalt, so kalt, ich bin fast erfroren. Es war wirklich so kalt. Und langsam ich bin aus dem Wasser ausgestiegen und langsam ich bin zwar immer noch kalt und ja, na ja, mit Freunden bauen, das ist schon auch genial, aber, Es ist hier hier noch mal 'ne sind andere Hausnummer, ja. genau, das ist hier nochmals eine ganz 'ne andere Hausnummer. Weil es geht ja auch darum, dass das hinterher, wie gesagt, irgendwann als Download zu haben ist. Das heißt, es muss einfach spielbar sein für alle.
Genau. Oh, ne. Und ich höre ein Ding-Ding. Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Was für ein Ding-Ding. Ein Ding-Ding. Hallo SK. Ein Ding-Ding habe ich gerade gehört. Ja, ich konnte es gerade nicht sehen. Aber wie gesagt, wer auch immer du bist, herzlich willkommen und vielen lieben Dank. Ach ja, und nicht vergessen zu trinken. Danke, Nightbot, und herzlich willkommen, Nightbot, in meinem Livestream. Komm mal. Ach, der Nightbot. Okay. Ja, der Nightbot hat mir gesagt, ich müsste wieder mal was trinken, Ah, denn es das ist ist aber Zeit, um lieb. zu trinken. Ja, ist aber sehr Ja, ja. fürsorglich bei dir. Ja klar, sorry, das ist einer meiner besten Mitarbeiter, den ich habe, der Nightbot. Denn der kann auch auf gut Deutsch Kurzenprozess machen mit Leuten, die hier, zum Teil rumspammen. Ah, das, so wie, ja, Aha. ja. Darum, er macht seine Arbeit ziemlich gut, muss ich Ja. sagen. Das ist ja auch der Sinn. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn der keine gute Arbeit leisten würde. Genau, du sagst es. Ah, hier müssen wir ein bisschen Und schummeln, Bubu, damit es gleich aussieht. Ne? Bubu, dein Hund Ja, schnarcht wieder. ja, ja, das ist normal. Ich höre ihn schnarchen. Eine Frage, hört ihr eigentlich den Hund von Bubu auch schnarchen? Ich find's immer so köstlich, wenn ich mit Bubu unterwegs bin, denn ich kenne sie eigentlich seit dem, Weihnachtsprojekt kenne ich sie. Und ich habe da schon das erste Mal ihr Hund schnarchen gehört und ich amüsiere mich jedes Mal, wenn ich den Hund höre. So, das sieht ja genial aus. Hier hinten noch ein bisschen Anpassungen machen. Der ist auch ne, warte kurz, der kann man so lassen. Den gucken wir uns nachher nämlich mal ein bisschen genauer die Orgel an. Aber Bubu, eine andere Frage. Warum schnarcht denn dein Hund eigentlich? Weil es ein American Bully ist und die schnarchen nun mal. Es ist Ah. rassebedingt. Mhm. Ah. Ja, Weil die so so ist eine, das. merkwürdige Nase halt haben. Ne? Dein Akzent ist mega cool, kann alles gut verstehen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich Schweizer bin. So, nächste hier schon. Da deiner nicht da ist, trink nicht vergessen die Bubu. Nee, ich hab diesen anderen Bot da nicht. Den nutze ich nicht, den Nightbot. Meinst du Nightbot? Ja, nutze ich nicht. Wieso nicht? Der bietet Weil ja bei so ein mir lieber. dieser Bot eher Schaden anrichtet als was anderes. Nee, dann machst du was falsch. Nee, ich Dann, mach dann, da dann, dann nichts mag. falsch. Wir haben's Doch, alles dann machst du probiert. was falsch. Der mag dich wahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, wir haben das mit Kirito zusammen probiert, also es war nichts zu machen. Auch mein Stream-Element ist eigentlich eher nur so, ja, Also bei mir showmäßig. funktioniert dann. Du bist aus Bayern. Ja, Salut. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, wie ich das hier unten gemacht habe. So, ich würde sagen, diese Okay. Anpassung hier vom Gelände, die ist mir jetzt ziemlich gut gelungen. Was meint ihr? Hier war alles vorher klotzmäßig und jetzt es ist Ja, du einfach. hattest ja dieses Terraforming halt gemacht, ne? Genau. Wenn du willst, du kannst es ja gerne mal begutachten. Ja, Schau, da ich muss ich lifte ja sogar schon noch. wieder hin und her fliegen, du Himmel. Ne, warte, das macht man. Bubu, mach mal bei dir mal einen Waypoint. Nee, muss ich ja nicht, ich bin ja bei dir. Doch, mach mal bei dir einen. Warte, bist du schon bei mir?
Wo? Nein, ich bin doch bei dir in der Nähe. Warum soll ich mir da jetzt meine Karte noch mehr packen? Weil ich muss Aha, hier ein weil bisschen dann aus kann, den Puschen kommen heute, weil, weil. weißt du, dann kann ich nämlich was ganz Besonderes machen. Schau mal, dann kann ich nämlich das hier machen. Schau, dann kann ich das hier machen und du kannst es anschauen. Mhm. Hier unter dir, direkt unter dir. Ja, das Ja, ist und besser, ja. hallo, herzlich willkommen, das die Bottle Ja, 88. so ist besser. Schön bist du in meinem Livestream. Ja, finde ich eben auch. Und hier stand vorher die Brücke und die wurde ein bisschen einen halben Meter rüber versetzt. Und ja, ich finde, jetzt passt es viel besser ins Gelände. So, dann fliege ich mal wieder zurück in meine Kirche. Ja, mach das. Und danke, dass du kurz da warst. Zwangsweise. Ja, aber auch das muss hin und wieder sein, weißt du. So, okay, weil ich wollte nämlich gerade was gucken, wie ich was gemacht habe, und dann holst du mich da weg, du Eumel. So, Ja, da wie okay. sich sie gehört. Ja, ja. Ja, das sieht gut aus und dann können wir hier noch einen Baum pflanzen. Einen, was für Bäume sind hier am besten? Eher eine Eiche oder eher eine Birke oder Akazie oder Kirschbaum? Was ist hier am besten? Bubu, Heiß. was würdest du hier am besten für einen Baum hinpflümeln? Was wäre hier am besten? Weil hier gehört einfach irgendwann ein Baum hin. Was meinst du? Bei dem, was du jetzt gerade gemacht hast. Ja, genau. Ich würde gar keine Bäume momentan machen. Ich würde mich jetzt einfach erstmal darauf konzentrieren, dass dein Haus komplett fertig ist. Weil sonst Das ärgerst du Haus dich fertig. nachher. Ja, sonst ärgerst du dich nachher, dass du dir die Möglichkeit nur den Platz da wegnimmst. Wenn du da jetzt Nee, zu viel mein schon Haus hast. geht nicht so weit nach vorne, weil es ist ja Ja, eine aber da Mauer und alles, wirst du was doch vor. bestimmt noch irgendwas hinbauen. Also du kannst natürlich, was dahin passt, wie gesagt, sind zum Beispiel Obstbäume. Na, also, ach. Mm. Österreich ist mega schön. Was hat die Moni gemacht? So, auf jeden Fall, wie gesagt, hier was einfach. Ich finde diesen Stream gerade extrem entspannend, vor allem wenn man sich nebenbei noch die Haare macht oder sich abschminkt. Warte mal. Ja. Kann das sein, Lou, dass du ein Mädchen bist? Dass du dir noch die Haare machen musst und im Schminken bist? Ja, sowas soll vorkommen. Warum muss hier nicht Ja, jedes. aber Lou ist Lou nicht ein Junge-Name? Du verwirrst mich jetzt gerade. Entschuldigung. Es gibt viele, die jungen Namen haben und eigentlich Mädchen sind. Denk mal an Henry. Okay, I'm Sir Henry. Es ist auch ein okay. Mädchen. Mhm. Oh, Sind so einige, wo man nicht weiß, Junge oder Entschuldigung, Mädchen Henry, ist. ich dachte immer, du seist ein Junge. Nein, Henry ist ein Mädchen. Du meine hey, es wird langsam immer peinlicher, ey. Neulich bei einem Livestream, wo ich bei Dings war, bei Sky, dann hat eine Fett gesagt, sie geht kurz nach Molly schauen. Ja, Und ich war so, hatten die einen Hund, die Molly heißt? Und dann ist Sky, nein, das ist ihre Tochter. ja. Ich, oh mein Gott, das ist doch peinlich. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Kann passieren. Ja, aber sorry, wer nennt denn schon ihre Tochter Molly? Was ist denn, sorry, das ist doch für mich doch ein Hundename, Molly. Und darum, Wie ich habe hältst du gedacht, das aus? Dein Hund schnarcht, dein Mann schnarcht, deine Katze auch. Ja, ja, also ich äh, lebe noch, sage ich mal. Bubu, Mhm. äh, Bubu, ja. Ja.
Ja, kann man aushalten. Ja. Aha. Mhm. Genau, kann man aushalten. Ja, Hm. einfach sich ein dickes Fell zu legen. Oh mein Gott, ey, Bubu, du bringst mich jedes Mal zum Lachen, ey. Ganz ehrlich, jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie mit gewissen Personen, ich komme irgendwie so gut aus, ey. Wie zum Beispiel mit dir, das ist einfach immer so köstlich, ey. Weiß gar nicht, Das was er hat, das eine, ist doch nur die Wahrheit. Neues ja, aber Taschentuch für den das, Österreicher. das eine, das eine, Weil das Österreicher. eine, jetzt, das eine, der Hund schnarcht. Jetzt sagt sie, die Katze schnarcht auch. Und zusätzlich der Mann, der nebenan liegt, der schnarcht auch. Ja, Sorry, Bubu. ja, was denn? Wenn ich dir verrate, dass ich auch schnarche, wir schnarchen Ja, aber alle du schnarchst, umsonst. aber du schnarchst ja jetzt nicht. Nö. Stell dir vor, die Bubu wäre hier jetzt in einem Livestream und macht einfach. Ne, das würde ja noch fehlen hier. Oh Mann. Oh mein goodness, ey. Oh Mann. Oh mein Voice Gucci, ey, Mann. Ich vermisse Gucci. Ich Ja. vermisse seinen wie sagt man, seine dummen Kommentare. Och Mann, da darf ich wenigstens jemanden hier auf den Server holen, damit es hier ein bisschen lustiger wird. Ach Mann, oh mein goodness, ey. Du blödes Schaf, geh da weg, ich will da bauen, ey. Oh. Och mein goodness, ey. Oh. Test. Ja, Test, Test. Hallo, hallo, Das. hallo, ich höre dich. Test. Ich höre dich. Ja, ja, ich Ach, bin hier. Hallo, hallo. Test. Houston, sind Sie hier? Ja, ja, ich bin hier. Hallo, hallo. Ach Mann, mir kommen schon die Tränen, ey. Oh. Ach Nix. Mist, ey. Ach, Bubu, was machst du nun mit mir? Nix. Bin ganz artig. Ach, ja, genau. Darum kommen mir schon die Tränen vor Lachen. Oh. Oh, und ich verbau Ähm. mich hier gerade. Das ist keine gute Idee. Ja, selbst schuld, wenn du dich ablenken lässt. Selbst schuld. Ah, das war keine gute Idee. 'Ne Da Frage, fehlt ja der Bubu. Layer noch. Bubu, 'ne Frage. Wenn ich Ja. ein Gebäude, mit 2 Layern arbeite, muss ich Mhm. dann eine Mauer, die, sozusagen 'ne Abgrenzung ist, in dem Fall auch mit 2 Layern arbeiten? Wäre besser. Zumindest habe ich gerade festgestellt, dass man sollte. Wieso, was sollte man denn? Mit 2 Layern arbeiten. Das heißt, wenn du innen zum Beispiel machst und außen nur eine Wand hast, dann solltest du mit 2 Layern arbeiten. Okay. Ah. Aber 'ne andere Frage, wie macht man eigentlich ein Tor aus 2 Layern? Aber ich habe gesehen, du hast das eine Tor ja auch nicht mit 2 Layern Ne. gemacht. Spielt das in dem Fall Also keine Rolle, wenn es das ist schon mit 2 Layern, aber ein bisschen anders als du es jetzt verstehst. Das können ja auch okay. dünne Layer sein, weißt du? Das müssen Aha. ja keine. Aber dann macht man sozusagen rein theoretisch, wenn ich jetzt was hier baue, dann mache ich das auch aus 2 Layern. Habe ich das richtig Genau, verstanden? genau. Ah. Aber wie kann ich denn da schlau dieses Tor hier mit 2 Layern machen? Guck mal bei mir unten. Da sieht man das. Komm mal runter und dann zeige ich dir das. Warte kurz, ich mache kurz auch kleine Markierungen für mich hier. Damit dieses Tor einfach ein bisschen mehr Struktur kriegt. Die fallen natürlich nicht auf, wenn man davor steht. Schau mal. Das, was man sieht von dem Tor, also wenn man ja jetzt hiervon kommt, siehst du das? Das sind 2 Layer. Mhm, mhm, mhm. Das ist ein Layer und da ist ein Stücke von einem zweiten drauf. Siehst du das mit den doppelten Falltüren? Ja. Ja, ja, Und ja. dadurch kriegt Mhm. eine Tür halt ein bisschen Struktur. Also wenn ich jetzt Ah. zum Beispiel meinen Shader anmache, dann müsste man das eigentlich noch besser sehen. Was hast 'n du für 'n Shader, wenn ich fragen darf? Im BSL. Kannst aber auch Den Silver Light BSL? oder so. Seht ihr das? Jetzt habt ihr hier dieses Schattenspiel.
Und dadurch seht ihr halt jetzt ein bisschen mehr von der Tiefe von dem Ganzen hier. Na, hallo, herzlich willkommen, Jasmin. Schön bist du in meinem Livestream. Also ich hätte natürlich jetzt auch zum Beispiel Fichte nehmen können oder wie auch immer. Also das kannst du mit jeder Falltür machen. Du kannst sie auch mischen. Mhm, mhm. Und das funktioniert Aber halt. aber wie macht man denn, dass es so abgesetzt ist? Indem du eine zweite Falltür dann noch aufsetzt. Ah. Das ist einfach eine glatte Fläche und dann setzt du einfach an bestimmten Stellen halt eine zweite. Guck. Dagegen. Okay. Und das macht ihr dann auf der ganzen Türe noch so oder nur da Nö, oben? nur da oben halt, wo es nötig ist. Okay. Du kannst es auch, wie gesagt, du kannst zum Beispiel auch so machen, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Tür hast, sagen wir mal, die nicht nur aus einem Material besteht, kannst du zum Beispiel machen, dass du einen doppelten Layer in Streifenform machst und den mittleren zum Beispiel dünner machst. Also nur einen Layer setzt und dann hat das auch Tiefe. Weißt du, zum Okay. Beispiel Ja. Fichte und weiß ich, Eiche gemischt oder so halt, ne? Also wenn du Mhm, jetzt mhm. so wie so eine Art Fenster hier einwurschteln willst. Also Oder du meinst du in machst dem Fall, Fichte dass und das hier zum Beispiel oder da meinst du das Tor, was ich bei mir beim Dings gemacht ist zu groß, zu dick? Ich find's zu niedrig und zu breit. Mein Also Tor ist ist zu niedrig? quadratisch praktisch gut, sag ich mal so. Komm mal Du mit. meinst, ich soll es höher machen oder wie? Komm mal mit. Komm mal mit. Bin schneller. Bei der Mauer hast du dich wieder in das Minecraft-Ding reinversetzt, in die normale Minecraft-Höhe. Was denn? Es So, ist, es müsste auf dieser Höhe sein, plus minus oder ein bisschen höher. genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das ja jetzt hier mehr oder weniger ja nur mit Blöcken gemacht. Ich find's nicht schlecht. Das, was fehlt, ist einfach die Struktur von der Tür. Die sieht halt raus, als wenn die eingemauert ist. Weißt du, die Ja, sieht ja, ich nicht weiß, was du meinst, beweglich ja. aus. Das heißt, im Grunde genommen müsste die einen halben Layer nach vorne, damit sie halt. Bei die Tür ist okay. Aber wie gesagt, also ich würde da persönlich halt eher so noch Falltüren ransetzen, damit die noch ein bisschen Tiefe kriegt. Weißt du? Mhm, mhm. Ja, ich weiß, was du Und da meinst, ja. kannst du auch, weiß ich Aber mal, dann kann ich die zwar. Knöpfe nicht mehr dran haben. Ja, das ist halt das Problem. Ja. Das kann man nämlich nur, wenn man zum Beispiel bei Falltüren gibt es ja zwei Seiten. So, ich mach mal. Erlaube mir mal. Ja, So. ja. Stell dir vor, du hast jetzt hier Falltüren. Ja, So. Und dann möchtest du, dann nimmst du das hier weg. So, und dann versuch mal, warte mal, nimm dir mal eine Leiter von vorne kurz, hier Moment. ranzubauen. Pack die mal da ran. Versuch mal. Stell dich mal hier hin und versuch die da mal ranzusetzen. Geht nicht. So, dann geh mal hinter. Da kann ich's. Ja, verstehst du das Prinzip? Ja. Und das wäre hier auch vonnöten. Also nach der Dings dahin machen. Da. Genau, so, also, wie gesagt, also, dann kannst du auch Knöpfe raufsetzen. Nimm mal die Leitern ab und mach mal Knöpfe rauf. Ähm, sind die nochmals? Die müssen hier sein. Und dann, warte, ich hab's gleich. Nur kurz, Moment, hab's gleich. Ah, du meinst die Türe komplett als Falltüre machen? Guck mal, was du da alles machen kannst. Nee, du musst die Falltüren nur so daran kriegen, im Grunde genommen, dass du da vorne halt was draufsetzen kannst. Du hast ja gesehen, bei mir ging's auch. Die guckt nach Ja, vorne und ja. es ist was dran. Jetzt musst du rumbasteln und gucken, wie schaffst du das. Das heißt, ich mache das immer so. Pass auf. Nimm mir eine Falltür. Lass mal ruhig drinne. Lass mal ruhig drinne.
Hey, ich Nicht habe eine wegmachen. andere Idee. Aber sie ist auf der falschen Seite. Mhm. Ich muss hier stehen. Kurz Moment. Da, Und guck jetzt mal. sollte ich hier Ja, guck mal. Von welcher Seite musst du die bauen? von Wenn der ich anderen da Seite. gleich einen Hebel. Genau. Du musst hinter dem Stern und das machen. Genau. So. Siehst du das? So. Aber ich bin Und wenn du jetzt dieses. Struktur reinkriegen willst, dann musst du halt mit 2 Layern arbeiten. Das heißt, du setzt da einfach noch welche gegen, drauf. Weißt du? Mhm. Also da gibt es so unendliche Varianten. Man muss halt einfach nur nicht dran denken, von welcher Seite muss ich mich platzieren, damit ich halt auf Falltüren was draufpacken musste. Ich habe davor nämlich auch nicht dran gedacht und hatte Rio mir das gezeigt nochmal. Weil ich wusste, dass ich das schon mal gebaut habe, aber das ist auch schon jahrelang her, dass ich die Technik benutzt habe. So, und jetzt kannst du da Knöpfe ransetzen. Und wenn du das, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr haben willst, dann machst du einfach einen zweiten Layer rauf. Auf den oberen. Halt. Und Moni, wenn ich fragen darf, was hattest du für eine leckere Pizza? Was war denn das für eine? Da. Siehst du das? Und das kannst du auch noch weiter Ja. runterziehen und dann hast du halt diese Struktur viel besser drin. Bei den Pfeilchen, wie gesagt, wird es noch ein bisschen schwierig, wenn du das machst. Deswegen habe ich mir würde bei dir sich das besser machen, wenn du eine Kombination quasi aus, ja, beiden machst. Blöcke und, versuch's einfach mal. Okay, dann kann ich ja wieder rüber. Also wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach, weil man so zwischendurch, wenn man Dinge nicht braucht, einfach sie auch vergisst. Also bei mir ist es so. Wenn ich etwas länger nicht gebraucht habe, dann vergesse ich das ganz einfach. So, dann werden wir mal weitermachen hier, dass wir hier mal fertig werden. Im inneren Gedöns und ausgewechselt, damit wir auch endlich dekorieren können, weil wir haben zum Beispiel noch gar keinen Beichtstuhl hier drin, die Treppen fehlen noch und ja, das ist so Lach, einiges. Spinat, Knoblauch. Naja, die ersten beiden, naja, weg, Knoblauch drauf und dann noch Salami drauf. Und dann wäre sie perfekt. Da kann man dann zum Beispiel hier in diese Lücken könnte man jetzt auch noch so Mosaikfenster, so Bilder reinmachen, aber das gehört dann eher zu den Sachen, die ich dann später noch einfügen werde. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir alles, was Gebäude ist, quasi hier auswechseln. Dass wir das hier alles fertig haben und dann können wir uns an die kleinen Details dann endlich mal machen. Ganz klein. Oder was ich auch noch sehr gerne habe, ist Pizza Prosciutto. Oh, jetzt krieg ich auch. Ich darf nicht so viel essen, Wieso nicht? weil ich ein bisschen drauf hochachten muss, was ich esse. Nee, Ich werde arme halt nicht Bubu. jünger. Ich darf nicht naschen. Moni, dann bist du selber schuld, wenn du zu viel gegessen hast. Oh, yum, yum. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt hier die nächste Etage so gut wie fertig. Alles soweit ausgewechselt. So langsam nimmt das ja hier alles Form an. Wir müssen uns Ah nee, auch, das ist wie gesagt, auch noch Gedanken innen drüber machen, wie Techen wir diese oben beiden drauf. Räume hier reinkriegen. Oh, also, dass die, Und weil das sind ja zwar diese, machen wir das hier. die Und reichen. zwar machen wir das so.
Hier unten haben wir alles. Okay. Dann machen wir uns dran und machen die nächste Etage. So, da wo die Orgel steht, kommt jetzt dran. Damit wir das ein bisschen heller kriegen, mache ich mal den jetzt dahin. Nee, der geht weg. Oder warte mal, wir können den ja hier reinsetzen. Da macht er mehr Sinn. Und ach ja, wenn ihr mal gerne mal ein bisschen mehr von Bubu oder von mir erfahren möchtet oder schreiben möchtet, dann geht doch auf die jeweiligen Discords, sei es bei mir oder bei der Bubu, da könnt ihr mit uns chatten oder schreiben und austauschen, wie auch immer. Bisschen Werbung machen. Die müssen wir anders machen, diese. Rum mal nicht drumrum hier. Und wenn ihr wollt, ihr dürft auch gerne mal bei Bubu in Livestream schauen, denn sie ist auch gerade live. Äh, Ihren Kanal findet ihr in meinem Filmbeschreib oder mein Kanal findet ihr beim Filmbeschreib von Bubu. Geht uns doch mal gegenseitig besuchen, lasst ein Like da, allenfalls ein Abo. Bubu und ich freuen uns darüber. Genau. Entschuldigung, Das dass ich ist. mal ein bisschen Fremdwerbung und Werbung Oh, gemacht habe. alles gut. Alles gut. Also wie gesagt, die Bewerbung für Momentum sind ja eh über den 14 Discord halt, ne? Also da müsst ihr euch dann bewerben, damit wir das alles zusammen haben, sonst wird das zu unübersichtlich, wenn ich dann erstmal warten muss, bis die anderen mir dann die ganzen Bewerbungen von euch geben. Das ist klar, ne? Also. So, okay, jetzt haben wir das hier. Jetzt machen wir uns dran und wechseln wieder das alles. Ey Mann, Moni und Vivi, ihr beide seid gemein, jetzt kriege ich auch Hunger, ey. Ah, okay. Moment Okay, hier mal. passt es. Ah, da habe ich gerade gewundert, hey, was bekomme ich jetzt denn da für eine Mail? So, da die keiner sieht, die Blöcke, kann man die da einfach reinschmeißen. Halt. Okay. Weil da müssen wir dann hier wieder vorgehen, dass wir das nicht vergessen. Oh, Machen wir das. danke, Moni. Lecker Pizza. Danke dir, Moni. Darf Pupu auch ein Stück Pizza haben, Moni? Hm. So, und jetzt kann man beigehen und diese hier. Also das Auswechseln, da merkt man erstmal, wenn da so Baufehler zum Beispiel drin stecken. Merkt ihr denn relativ schnell, wenn hier Baufehler entstanden sind? Baufehler? Am Mhm. besten, man macht gar keine Baufehler. Ja, kann aber passieren. Das bleibt nicht aus. Kann, aber soll nicht. Ah. Künstlerische Freiheit nenne ich sowas. So, Ah. okay, dann machen wir den hier. Der muss so. Der steht wieder und der muss hier wieder so. So, wie Jetzt weit geht uns muss ich das denn da noch mit dieser Mauer? Mal bitte schauen, mal Lucky Lucky präferieren. machen. Der fehlt. Ja, ich glaube, ich musste noch ein Ui. bisschen. Ich musste nur noch ein bisschen weiter rüber. Sehr gut. So, hier passt es Aber wieder, jetzt seht mache ihr? ich da mal das Dächen oben drauf. Ja, ja. So, okay, dann bauen wir den hier nochmal. Damit wir diese Art Säule hier reinsetzen können. Das können wir hier auch schon machen. Oh, okay. Dann kommt da einer, da einer.
Ja. Im Grunde tut man ja nichts anderes, als dass sich ja die Muster hier wiederholen. Hier. Ach nee, hier ist es auch alles im Weg, ey. Ne, ernsthaft? Ah. Also, wenn man das Gebäude so sieht, dann sieht man einfach, wie gigantisch das Ganze ist. Ja, aber da kannst du mega stolz drauf sein. Ja, ganz ehrlich, das bin ich auch. Ja. Weil, wie gesagt, darum geht es ja auch so. Ein bisschen auch den anderen zu erklären. Also es ist wirklich Tatsache so, es gibt ganz viele, die jahrelang an ihren Dingern, also an ihren Dingen bauen halt, ne? Also die gibt es wirklich. Also das ist, wenn einer euch zum Beispiel ein Video mal zeigt auf YouTube oder so und sagt, ich habe da jetzt 5 Jahre dran gebaut, also da könnt ihr das ruhig wirklich für ernst nehmen. Also ich kenne da relativ viele, die sich einen Zauber erstellen, also eine Welt erstellen und wirklich da jahrelang dran arbeiten und weiterbauen und entwickeln und machen und tun. Ja, und ich habe sehr viel Respekt davor. Also auch die Map wird ja hier immer voller, ne? Wir bauen ja hier auch schon 1,5 Jahre. Oh mein Das ist klar, dass wir alten Hasen natürlich so ein gewisses Maß an Routine beherrschen, während sich die kleinen Neulinge ja noch so ein bisschen einfrickeln müssen halt, ne? Sich ausprobieren wollen, weil es ist ja halt so, wie ich schon gesagt habe, also es ist ja nicht Aber so, Bubu, mal eine andere Frage. ja. Du hast doch gesagt, du bist auch ein bisschen, bei Kroko mit dabei. Mhm. Hast du eigentlich da bei dem neuen, Film, was er mitmacht, bei diesem, Projekt da Freiheit, hast du da eigentlich auch mitgewirkt? Also das, was ich hauptsächlich mache, ist Landschaftsgestaltung bei ihm. Also Das Bäume heißt setzen und so. Also die Landschaft gestalten. Also das heißt, ich mache hauptsächlich momentan, dadurch, dass ich so wenig Zeit habe, Terraforming zum Beispiel. Mit Euchen zusammen. okay. Während die anderen halt für andere Dinge zuständig sind. Das hat immer so ein bisschen was mit dem Zeitfaktor dann zu tun. Wenn ich etwas mache oder nicht tue, wie gesagt. Okay. Ja. Aber es Ich wird verstehe. bald irgendwann auch ein Projekt geben, wo ihr dann wieder Dinge von mir sehen könnt. Also wie gesagt, die kommen ja mal. Also wer Weil, genau diese wissen will, wie gesagt, was ich so eigentlich sonst so treibe bei Kroko, der sollte halt 10 Dinge schauen. Da könnt ihr das am besten sehen, was so okay, weil ich bin jetzt momentan, fleißig, den das eine Dings mit Designideen und so. Freiheit am Schauen, weil er Hm, hatte vorhin die Insel gehabt und er wurde da gefangen ja, genommen. Das ist irgendwie so genial gemacht, und dabei habe ich immer ja. überlegt, hat 'n Bubu da auch mitgewirkt? Also wie gesagt, wir sind ja ein ganzes Bauteam da. Also da hat jeder auch seine festgelegten Aufgaben. Also das, Okay. wie gesagt, es gibt unsere Redstoner, die halt, und Commandler und solche Sachen. Da gibt es die, die bestimmte Gebäude bauen, also denen das liegt. Also ich sag mal, jeder macht da das, was er am allerbesten kann. Okay. Damit am Und Ende hallo, was herzlich Ganzes willkommen, rauskommt. Tiki Tobi. Herzlich willkommen in meinem Livestream. Und die ist ja auch immer so ein bisschen Zeitfaktor. Also man muss ja auch die Zeit dazu haben. Manchmal kommen Dinge aus sehr kurzfristig, die ich dann nicht so schaffe durch meine eigenen Projekte, was aber kein Problem ist, weil, wie gesagt, es gibt immer wieder Dinge, die ich dann auch machen kann, die ihr dort dann bewundern könnt. Jo. Ist immer unterschiedlich, wie gesagt. Also es ist, er hat keine Peitsche in der Hand und sagt, du musst jetzt oder so. Dann ist da einfach so. Nicht? Das ist ja Nein, gut nein, zu wissen. Die arme Bube mit der Peitsche. ja, das Mach würde ja schon, noch fehlen hier. mach So, schon, jetzt muss ich mal gucken. mach schon. Ja, das wäre ja was. Nee, wie gesagt, das ist also bei uns ganz zwanglos.
Das ist manchmal auch so, dass ein paar dann ein bisschen mehr machen müssen oder so, weil halt es ein bisschen ungünstig dann feldzeitlich oder zu kurzfristig ist. Aber wir haben da genug Leute, die das machen. Ihr werdet jetzt dann gleich noch was sehen. Ihr So, werdet gleich was sehen. So, jetzt bin ich am Überlegen, was soll ich hier für eine Türe reinmachen? okay. Mal Soll auch ich hier. das so eine richtige Türe machen oder soll ich da irgendwie warte mal kurz. Soll ich das so 'ne richtige Tür machen oder soll ich da anders machen? Das ist jetzt die Frage. Sein oder nicht sein? Das ist Ja, jetzt das hier die Frage. frage ich mich auch schon seit Anbeginn der Zeit. Sein oder nicht sein? Wir sind übrigens bald in der Epoche von Shakespeare, ne? Also nach der Epoche Okay. normalerweise, von der Zeitrichtung her, wären wir dann in der Zeit von Shakespeare. Ja. Uh. Hamlet und Co. Mhm. Ist jetzt grade der habe ich jetzt grade richtig gehört, dass jetzt grade dein Mann bei dir war? Hm? Habe ich das Mein grade richtig Sohn gehört? ist das. Ah, Der das war dein streamt auch, der Sohn. streamt auf Twitch. Ah, Ja. kenne ich den? Nein, Fabrizio nennt Nicht? er sich. Ja, ist Ah, mein ne, den habe ich jüngster auch noch nie. Sohn. Fabrizio Ah, TV, genau, okay, nice. auf Twitch. Er ist hauptsächlich Animes und so macht er. Mit Animes hat er zu tun. Japanische Anime. Weil da gibt es ja so eine ganze Manga-Szene und so. Okay, so langsam wird's. Ich glaube, wir haben es bald. Sind eigentlich nur noch die oberen Türme, die wir dann machen müssen. Mir ist warm, mir ist kalt, mir ist wieder warm, mir ist kalt. Kann mein Körper sich heute mal entscheiden, was er möchte? Wäre nett. Jacke aus, Jacke an. Oh Mann. So, okay. Weiter geht's. So, ihr seht, so Stück für Stück nimmt das hier alles so Formen an. Und das Schöne bei Prismarin ist ja, dass sich das alles so in einem farblichen Fokus abspielt, so zwischen Blau und mal ein bisschen grünlich, je nachdem, wie das Licht halt drauf fällt. So, okay, jetzt machen wir mal wieder so, damit ihr was seht. Und ich was sehe und gerade von den Farben erschlagen werde, aber egal. Das, da müssen wir durch jetzt. So, weiter geht's. Ja, letztes Fenster auf der Etage, glaube ich. Dann haben wir das auch hinter uns. Das ist, wie gesagt, manchmal ist das halt so, dass man dann feststellt, nachdem man das dann soweit fertig hatte, dass das einfach zu dunkel ist, zum Beispiel. Oder dass es viel mehr Effekt gibt, wenn man natürlich etwas anderes da reinsetzt. Und ja, da muss man halt notfalls die Blöcke aus. Und ihr seht, ich mache es halt per Hand. Also ich hätte es ja auch sagen können, okay, World Editor, an die Arbeit, wechseln wir die Blöcke aus. Nein, das mache ich per Hand. Den könnt. So, okay, dann haben wir wieder hier unser Prismarin. Das andere setzen wir hier rein. Dann kommt hier noch so ein Block rein. Hier noch so ein Säulenblock rein. Okay. Und dann haben wir jetzt die Bank noch. Weil es macht einfach mehr Effekt halt. Ne? Weil ich ja relativ klassisch gerade gebaut habe. Gar nicht so diese typisch runden Fenster innen drin. Das hätte ich natürlich auch machen können. Aber dann würden die anderen Sachen, das würde einfach zu sehr ablenken von dem ganzen Kleinkram, den ich ja hier reinsetzen will. Das wäre dann so überladen. Würdet ihr dann bestimmte Dinge gar nicht mehr sehen. Und vor allen Dingen, was diese
Kirche auf jeden Fall braucht sie in Unmengen an Kerzen. Entschuldigung, dass ich ganz kurz gestummt war, Ja, ja, denn ich alles hatte gut. ein kurzes Gespräch hier bei mir. Es kam noch kurz der Nachtdienst vorbei und ja, eigentlich sollten wir jetzt eigentlich gleich was sehen und eine Meldung bekommen, aber irgendwie, Moment mal, wieso kam denn jetzt die Meldung noch nicht? So, hier ist der eine Turm Weil und hier eigentlich ist hätte der diese andere. Meldung schon längstens kommen. So, das Ah. müssen wir hier Ah, halt alles doch, auch jetzt noch wechseln. die! Jetzt die! Danke, Tiki Tobi, für dein Abo. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, dann machen wir jetzt mal Shader an und genießen jetzt einfach mal die auf. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da. So, Vielen, vielen Dank, Tiki Tobi. bei mir ist alles ganz ruhig. Bei mir schlafen sie alle schon. So, Ja, okay. das Stream-Element ist nur hier wegen, weil ich habe ja, wie sagt man, OBS und das OBS. So, machen wir jetzt mal so. Auf jeden Fall, wie gesagt, seht ihr jetzt, dass die Kathedrale mehr oder weniger von außen sehr schlicht ist, passend natürlich zum Rest hier. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Ornamente ran, also Ziersachen halt dran. Dann das Kirchenschiff hier halt, ne? Also es sieht halt aus wie eine ganz ordinäre, ja, katholische Kirche. Müssen wir noch gucken. Also wie gesagt, die braucht natürlich noch ein bisschen mehr Hits dran, ne? Ja, also hier hinten zum Beispiel fehlen noch Sachen dran. Also das wird hier alles noch viel, viel schöner, viel strukturierter, noch viel 3D-mäßiger. Wenn man jetzt in die Kirche reinkommt, ich mache meine Hand frei, damit man das jetzt so stört. Also wenn man dann hier so davor steht halt, ist relativ imposant. Hier kommt natürlich noch ein bisschen bessere Beleuchtung hin, ist klar, ne? So, dann kommt man hier rein und dann kommt so, ich hoffe, der Wow-Effekt. Und der Wow-Effekt, der tritt nicht ein natürlich mit solchen Decken. Die müssen natürlich auch noch viel, viel schöner. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde mal gucken, dass wenn die halbwegs viereckig sind, dann könnte man da vielleicht mit Bögen arbeiten. Ich muss mal gucken. So, und dann kommt man hier rein und da steht ein riesengroßes Bubu da mit dem Fuchs. Hallo Bubu. Das hat mir die Padma hier reingesetzt. So, und wenn man hier steht quasi und nach oben guckt, da ist schon diese große Orgel drin. Und die hat mir Rio reingebaut. Schaut mal, ist die nicht irre? Eine riesengroße Orgel mit Orgelspieler. Ein Creeper namens Leo. Entschuldigung, ein Kuschelfreund namens Leo. Der spielt hier unsere Orgel. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, muss ich hier noch einiges drin machen, wie ihr seht. Also an den Decken arbeiten. Hier oben, das ist auch noch nicht schön. Das ist jetzt einfach nur so Kupferdach halt. Also, wie gesagt, Kirchen nehmen ja davon, dass sie, gerade die katholischen, dass sie halt enorm viel Kuppeldinger halt drin haben. Und das muss ich mal gucken, ob ich das hier vielleicht auch so ein bisschen noch diesen Dings reinkriege. Ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich das am besten mache. Dann werde ich hier in die Ecke, da ist ja noch nichts drin, da werden wir dann wahrscheinlich den Beichtstuhl oder so reinsetzen. Mal schauen. Weil hier kommt das Treppenhaus hin. Dann müssen wir noch die Stufen machen. Und da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, welche Farbe ich nehme. Ob ich Schwarzeiche nehme oder Stein oder Quarz. Ich weiß es nicht. Momentan bin ich da noch so ein bisschen überfragt halt. Das muss ich erst so in meinem Kopf so setzen, weil ich ja hier, wie gesagt, diese Decke noch nicht habe. Und hier mit Gewölbe machen wird schwierig, weil ja hier diese Treppenöffnung bestehen bleiben muss. Aber ich kann ja schlecht einen Fahrstuhl hier reinbauen, sowas gab es ja noch nicht in der Zeit. Gut, okay. Also das hätten wir auf jeden Fall schon mal. Denn wie gesagt, diesen Eingang, das wird auch noch schöner. Das kann man auch noch viel schöner verzieren, alles. Also bis jetzt habe ich ja relativ einseitig gebaut. Ihr seht das auch hier. Ne?
Und so nach für nach kommen jetzt so bei mir so die Gedanken, wie ich etwas noch verändern kann. Zum Beispiel mit dem, was ich da gemacht habe, mit diesen Säulen halt, wo dieses dunkle Prismarin drin sitzt zum Beispiel. Dann muss ich hier noch zumachen. Also, weil das sind ja so, ich will hier so, sagen wir mal, so eine abgetrennten Räumlichkeiten haben, wo dann zum Beispiel hier so ein bisschen besser gestellte halt hier sitzen können, ne? Und hier gucken können. Ja. Und den Gottesdienst bereiten können. Das heißt, ich muss mal gucken, was man da alles so reinbauen kann. Das heißt, ich gucke mir momentan relativ viele Kirchen an, was man da alles so reinbasteln kann. Also, weil jetzt natürlich innen drin wichtig ist. Und ja, wie gesagt, man kann natürlich jetzt hier mit Quarz die Treppe hochziehen. Wir können es ja mal machen. Halt gucken. Aber ich denke mal, wir werden die in Holz machen, weil das ist eigentlich eher so typisch Holz. Ich denke mal, ich werde Fichte nehmen. Ganz schlicht einfach. Und werde mich da an dem Stämmchen hier hocharbeiten. Der Hoffnung, dass das alles aufgeht. Fliegen wir hier einfach rum, dann geht's besser. Ja, einfach immer im Wechsel das da ansetzen. Und dann kann man das ja auch noch notfalls verkleiden halt, damit das noch ein bisschen hübscher aussieht. Also wie gesagt, jetzt setzen wir erstmal die Treppe daran, dann haben wir sie drin. Und dann können wir uns Gedanken machen über die inneren Decken dann machen. Weil das Gesamtbild letztendlich zählt, ja. Und ja, das entsteht jetzt so Stück für Stück halt. Und noch ist das ja hier auch noch nicht ganz so sicher beim Hochlaufen, wie ihr seht, ne? Das ist noch relativ... dahin, dahin und dann müssen wir natürlich weiter. Das ist eine richtige Wendeltreppe bis ganz nach oben, sozusagen. Dahin. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich denke mal, so eine Wendeltreppe, die kriegt ihr auch hin. Oh, ja, ist ganz simpel. Einfach ein Stab in der Mitte, dann so 3x3. Das warte mal, 1, 2, 3. 4x4 Loch freilassen und dann geht das schon. Oder ist das 3x3? Ich weiß es gar nicht. 1, 2, 3. 3x3, glaube ich. 3, ja, 3x3. Ja, und dann, oh, hier. Also eigentlich, genau, 3x3, das sind 9. In der Mitte kommt der Stab rein und dann an den Stab quasi bastelt ihr im Wechsel immer das hier ran. Das passt dann in die kleinste Hütte, finde ich immer. Das ist mal eine Abwechslung zu Leitern. Aber eine Kirche mit Leitern zu erklimmen, ich weiß nicht. So. Okay. Manche Stellen sind ein bisschen weit, enger. So, jetzt sind wir hier angekommen. Das passt eigentlich immer. Guck mal, wir kommen eigentlich immer genau richtig raus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Probe laufen. Also Probe laufen, Probe laufen. Funktioniert. Ihr seht, ist überhaupt kein Problem, auch nicht mit den Übergängen hier. Halt. Es war wieder so ein typischer Doppelklick. Schön. So, okay, wir müssen da auf jeden Fall noch eine Etage höher. In den Turm rein jetzt. Weil oben hatten wir das ja so gemacht, dass man dann oben durchgehen kann. Also wir bauen jetzt hier keine zwei Treppenhäuser bauen oder so.
Da passt eins rein. So. Okay. Ist halt immer schön im Kreis. Immer ein vor, das ist dann die Stufe und die Treppe, wie gesagt, kommt immer an den Stamm ran. Einfach. Ja, jetzt müssen wir hier irgendwie uns reinquetschen. Hier reinpassen. So, 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 so. Hopp, hopp. Dann sind wir auch schon fast oben. Da. Okay. Dann könnte man mal gucken, ob man das hier machen kann. Kann man aber nicht. Also den kriegen wir noch hin. So, hoch. Aber mehr habe ich nicht. Das muss man dann immer so ein bisschen austesten, weil sonst nicht, dass er hier hängen bleibt. So, das heißt also quasi so eine L-Form bleibt hier oben. Dann offen. Und dann könnt ihr halt hier durchlaufen. So, seid an dem anderen Turm drin. Ganz einfach. Ja, okay, dann haben wir das auch schon. Hier oben, wie gesagt, muss ich auch noch Bälle austauschen. Da muss also jeweils jetzt weiter Layer hin. Also hier in der wird es für mich sonst schwierig, weil ich sonst außen nicht mehr diese rote Farbe habe. Sondern die Türme nachher blau sind. Sie sollen ja nicht blau werden, ne? So, okay, also auf jeden Fall haben wir das jetzt hier soweit fertig. Ich habe immer noch nicht genug Licht hier, habe ich das Gefühl. Pappe hier mal Licht dran. So, okay. Man kann ja auch durchlaufen, dass man da... Er konzentriert sich hier aufs Spielen, seht das? So, okay. Gut, dann haben wir das hier alles soweit fertig. Und jetzt können wir uns mal überlegen. Wie gesagt, die Türme mache ich später mal. Jetzt können wir mal überlegen, wie wir den Nonstop gleich helfen werden. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ich habe nämlich mal meiner Community was erklären müssen. Wieso, was musstest du erklären? Ja, wie hier das mit der Kirche weitergeht. Mit dem Wie geht Treppenhaus es und so. weiter? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich gerade was erkläre und du dazwischen quakst. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, weil meistens, wie gesagt, versuche ich meiner Community immer etwas zu erklären, wie man etwas baut, weil ich einfach nicht die Zeit habe, das per Tutorial zu machen. Das heißt, meine Streams ersetzen auch so ein bisschen die Tutorials. So, Äh, ich habe mir jetzt Bubu? vorgenommen, ich werde dir jetzt helfen, weil das letzte Auswechseln, was ich dann noch machen muss, das mache ich off-stream ganz in Ruhe, weil das ist auf Dauer natürlich auch ein bisschen langweilig für alle zu gucken. Ah, Und okay, okay. ich setze mich jetzt mal hier ganz kurz auf die Mauer. Auf der Was sagst Mauer, du auf zu der der Mauer? Lauer sitzt eine Was, kleine sag, Bubu. Was? Wo sage ich was was zu? sagst du? Was sagst du zu meiner Mauer? Ja, ich finde die gut. Ich sag's ja, auf der Mauer, auf der Lauer, da ist eine kleine Sitzt eine Bubu. kleine Bubu. So, ich Auf hole der mir nämlich Mauer, jetzt auf mal der kurz Lauer was zu sitzt eine trinken. kleine Bubu. Sieh Bis einmal die gleich. Bubu an, wie die Bubu tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Bubu. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Bubu. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Bubu. Sieh die Bahn, wie die Bubu tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Bubu. Und dann wird normalerweise immer ein Buchstaben abgezogen, dann kommt auf dem Mr. Ne, das machen wir lieber nicht. Das wäre mir zu kompliziert. Oh, Popcorn. Ah, Popcorn, ich liebe Aha. Mein Popcorn. Hund hat sich unter mein zweiter Hund hat sich unter den zweiten Stuhl gewickelt. Oh, Schlecht. So. Setz also dich hier gut. ich habe hier schon ein bisschen einiges angezeichnet.
Wie du siehst, sie hat sich hingesetzt. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne kleine Bubu. Auf Ja, der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne kleine Bubu. genau. Sieh einmal die Bubu an, wie die Bubu tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt 'ne Tanzen, kleine wie die Bobo Bubu. bauen kann. Die baut, ohne zu bauen. Ah, So. ich habe hier mal ein bisschen ein paar Sachen angezeichnet. Mhm. Ich muss mir jetzt mal irgendwie das Bild hier mal im Vordergrund ziehen. Ah, das gute alte berühmte Bild. Ah, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was hier noch alles so entsteht. Und ich bin Was, auch hier bei mir meinst du? gespannt, was wir für neue Mitspieler dann bekommen. Wie gesagt. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Ich hoffe, dass eine gewichtige Person dazukommt. Die ist so lieb. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie viel sich überhaupt bewerben, weil bis jetzt hat ja jeder gefragt, ob er mitspielen darf und jetzt, wo es akut wird, ja, ich warte auf eure Bewerbung. Aber ich denke mal, wie gesagt, ihr braucht da auch so ein bisschen Zeit. So, ich muss mal kurz gucken, das mal kurz vergleichen hier. Du Was ich hier. vergleichst mein Bauwerk? Ja, ich gucke jetzt gerade, wo du bist. Hey, Ich hoffe, warte die mal, das ist Dimensionen stimmen auch ein das, bisschen. das ist das, das ist das. Das ist dieser Gang hier, genau. Da vorne ist noch so ein Gang. Hier entsteht gerade das andere Häuschen davor, genau. Genau. Mhm. Ja, Und dann okay, ich musste mich irgendwie, erstmal reinfummeln. Dann hast du hier diese ewig lange Mauer, die ja auch in ja. einem Haus begründet dann. Ich denke mal, das baust du denn hier. Ja, ich bin ja noch gerade noch überlegen, wie ich noch den einen gewichtigen Knick mache hier. Weil Ja. wie du siehst, in der Mauer hat noch einen Knick drinnen. Mhm. Da bin ich mir jetzt gerade noch Ja, ein die bisschen am ist Überlegen, wie ein ich bisschen diesen. komisch. Also, du musst bei diesem Stich sowieso immer vergessen. Also, ich gucke jetzt gerade auf den Stich. Das ist ja quasi das Urgebäude, wie es auf diesem Kupferstich zu sehen ist. Und Mhm, du darfst mhm, nicht vergessen, die Leute konnten damals noch nicht so perspektivisch gut zeichnen. Also, es ist schon enorm, was die, wie gesagt, in so eine Platte reingeritzt haben. Wie gesagt, ne, Kupferstich. mhm, Kupferstich mhm. heißt, ich habe eine Kupferplatte und ritze das Motiv dort rein, färbe es ein und drucke es auf Papier. Ah, Mhm. Mit okay, ja, einer ja, ganz mhm, fetten mhm. Presse. Das ist übrigens eine ganz typische, gängige Art gewesen. Damals auch so sag schon, diese Bekanntmachung oder sowas zum Beispiel zu machen. Das konnte man auch machen. Die Mönche, die waren da Perfektionisten drin. In Okay, das wusste ich gar Siebdruck, nicht. Siebdruck konnten die, glaube ich, damals schon und Kupferdruck. Also ich Oh, glaube, das die ist Mönche interessant. haben Siebdruck verwendet. Also wo sie quasi das alles in so eine Bleiplatte, glaube ich, war das Blei? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme mal an, weil es relativ weich ist. Mhm, mhm, In so eine mhm. dünne Bleiplatte das alles reingeritzelt Ja, haben oder oder Dings Wachs wäre oder doch was auch auch ein immer. bisschen was Weiches. Ja, wie heißt das? Der Zink, oder wie das heißt. Ja, zum Beispiel. Also so weiches, gängiges Material in der Renaissance gab es ja auch noch Mhm. nicht so viele. Auf jeden Fall, wie gesagt, wussten die aber, was Pressen ist. Deswegen konnten die ja auch schon diese etwas merkwürdigen Münzen, die sahen zwar noch nicht schön aus, ne? Die waren immer nicht so ganz gleichmäßig in der Zeit, wenn man da so an römische Zisternen, römische Seesterzen denkt, zum Beispiel, Mhm, oder auch mhm. die ersten Dukaten. Also das beste Material war damals Gold Okay. und Silber. Also das war so diese Mhm, mhm. gängige Zeug, um Münzen zu prägen. Also ihr könnt euch vorstellen, ziemlich relativ teuer. Das heißt also so ein Golddukat, also ich würde mal sagen, das ist so wie, ja, schon fast wie, ja, wie soll man sagen, wäre wie so ein 1000-Euro-Schein oder sowas, wenn es sowas gäbe. Also Okay. sehr viel wert, so Also ein in der Schweiz, Golddukat halt, ne? also in der Schweiz gibt es eine Tausender Note. Mhm.
Also Wir wie haben ja gesagt, Tausende ihr noch. müsst euch das vorstellen, also Silber und Gold, wie gesagt, anhand der Tatsache, dass es Silber und Gold ist, die damals schon wertvoll waren, waren diese Dinge natürlich auch sehr wertvoll. Das heißt, hauptsächlich die oberen und Bubu, ich muss dir reicheren noch hatten kurz es. ein Kompliment machen. Mhm. Oh mein Gott, Bubu hat ja eine süße Mütze. Lieben Ah, Gruß von der Moni. meine Fuchsmütze, ja. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, und für das normale Volk weiß ich, dass man Kupfer genommen hat. Okay. Und so noch so eine andere Legierung, glaube ich, das war so die gängigen halt. Also so das Mhm, billige mhm, mhm. Material halt, ne? So für die Kupferlinge gibt es ja auch das Wort, Kupferlinge, ne? Also Kupferlinge. Ich habe einen Kupferling gefunden oder so. Ne? Und ich glaube, weil ich weiß nicht inwieweit, also so wie unser heutiges Art von Messing. Wir haben ja so messingfarbenes Geld. Ja, ja. Also wie inwieweit. Auf jeden Fall, wie gesagt, waren die zeichnerischen Tatsachen noch nicht so entwickelt. Also, da gab es so einige, die das konnten halt, aber wie gesagt, wenn du dir vorstellst, du müsstest jetzt quasi, das ist ja wie so eine Fotografie, weißt du? Das heißt, derjenige hat sich quasi dahingestellt und ja, ich sag mal, versucht mit Bleistift das zu malen, was er gesehen hat. Napo meint gerade, Non wegen den Schätzen. Pass auf, sonst kommt Joyce. Ja. Und Moni meint, dann ist ein bisschen Schoki, ist besser als Beeren. Zu Napo. Also wie gesagt, auf jeden Oh. Fall ist es damals in der Zeit sehr schwierig gewesen, also mit Perspektiven umzugehen. Also es gab nicht viele Maler, die das beherrscht haben. Und bei den Mönchen war das so, dass die ein Drucksystem, also hatten wie eine Druckpresse, allerdings nicht mit Buchstaben, Mhm, sondern mhm. die haben quasi das in ein weiches Material geritzt, haben quasi Farbe drüber gestrichen und dann in so einer Riesenpresse quasi Blatt für Blatt quasi dupliziert. Deswegen gab es auch immer Ah, nur okay. einen Aushang, mal hier und mal da. Ja, also nicht Hm. wie heute halt Hat Massenware. nicht das Bild, was wir haben, in dem Fall ein gedrucktes Bild in dem Fall, oder wie? Das ist ein gedrucktes Bild. Also ich vermute mal, dass das ein Kupferstich ist. Ich vermute es. Okay, und das ist wirklich ein originales Bild von dazumal Das in ist dem ein Fall. originales Bild aus Anno dazumal. Das siehst du an der, Ah, an der krass. Art, wie es gezeichnet wurde. Okay. Weil du musst dir vorstellen, du müsstest mit einem spitzen Gegenstand quasi in so eine Kupferplatte das reinritzen. Mhm, mhm, Und mhm. jeder Ritz, wie gesagt, den du zum Beispiel auch falsch setzt, kannst du nicht korrigieren. Du Ja, kannst das das nicht wieder ist so, ja. ausbeulen oder so halt, ne? Das heißt, es Krass. ist freihand mehr oder weniger gezeichnet. Also manche haben es auch so gemacht, dass sie halt mit Bleistift, also ich weiß nicht, Bleistift, ja, Weil ich ich habe jetzt vermute mal auch irgendwie so Graphit gedacht, oder das so. wurde mit irgendwie mit Bleistift so gemacht oder Ja, wie irgendwie gesagt, mit so. so einem Oder Graphitstift. Kohle. Also nicht so wie wir heute Bleistift mit Holz drum, sondern das war so ein Graphitding, das brach Ja, ziemlich ja, ja. schnell. Ich Ja, weiß, was das du waren ja meinst, so ja. Oder Abfälle mit. von der Kohleherstellung, dass man dann entdeckt hat, Mhm. halt, dass man damit auch malen kann. Ne? Also gepresste Kohle ist das ja eigentlich. Ganz dünn, in Stückchen. Und die brechen sehr schnell. Also jeder, der ein bisschen mit Mhm. Graphit oder Kohle mal gemalt hat, der weiß, wie schnell das Zeug wegbricht halt. Ne? Also, ja. Das ist so. Aber Und eine kleine Frage. perspektivisch malen, also zeichnen, sagen wir mal, das muss man lernen. Entweder hat man von Anfang an das Talent dafür, dass man das kann, aber Tatsache ist das etwas, was man zum Beispiel in der Schule lernt. Deswegen gibt es Kunstunterricht. Okay, nice. Ja. Weißt du, das Aber mit eine den kleine Fluchten? Frage. Ja, Bei diesem Bild hat es auch oben rechts nochmal ein Bild. ja. Was soll denn das darstellen oder wo ist denn das denn? Das dürfte die Seite sein, vielleicht ein Stück Innenhof. Ich vermute mal. Ja, aber ich sehe das nirgends irgendwie auf dem großen Bild. Ja, das kannst du auch nicht sehen, weil das innen drin ist. Warte mal, ich muss mir das mal größer machen. Das ist ein Innenhof, weil, warte mal, was steht da?
kann's nicht lesen. Ich muss das irgendwie größer kriegen. Warte mal. Mal Nee, zoomen. das wollte ich nicht. Dann zur Seite scrollen. Oh. Irgendwas mit DR. Delorat. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es der Innenhof, weil du siehst, dass dort eine kleine. Priorat. Siehst du das kleine Häuschen da? Das ist ein Ja, Brunnen. Guck mal, da ist so ein ja. Ding, weißt du? Das muss so ein Mhm. Brunnenhäuschen sein. Das heißt, das ist die Innenseite von, ja, ein Innenhof sozusagen. Ah, warte mal kurz. Hier im großen Bild sieht man doch eine Art wie einen Brunnen. Ja, Dann könnte es sein, dass es da sozusagen vom gegenüberliegenden Haus ist in dem Fall? das kann sein, vermute ich aber mal eher nicht, weil dieses gegenüberliegende Haus hat diese Rundung wieder drin. Siehst du das? Ja, 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 ja. Also das vermute ich mal nicht. Ich bin auch der Meinung, die haben nicht nur einen Bei dem Brunnen Steg. gehabt. Also ich, Oder aber, nee, das Steg denn da? ich vermute mal, meine Vermutung ist, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo sehe hier, dass das, Oh, Bubu, was trinken. Mein Bot hat ja, gerade ich bin die gesagt, wir ganze Zeit müssen am was Trinken hier. trinken. Stilorat. Weil ich guck gerade, weil da ist ja so ein Türmchen dran, ne? So, und Mhm. alles, was wir ja auf dem großen Bild sehen, hat definitiv keins dieser kleinen Türmchen Genau. sichtbar, die im Grunde genommen in einen Innenhof gehen. Siehst du das? Also Oder weder könnte, unten. könnte das auch sein, dass allenfalls irgendwie sowas in diese Richtung mal Ah, geplant war, aber nicht gebaut wurde? nee, das glaube ich weniger. Also pass auf, ich habe nämlich gerade was gesehen. Guck dir mal die 3 Gebäude unten an der Wand an. Du meinst, die aussehen wie ein H Mhm. unten oder links? Da ist ja, man weiß nicht, ist es Schatten oder ist es, Ja, doch, da ah, unten sieht man einen Spitz. Ja, ich weiß, was du ja, meinst. es könnte dieser Turm sein, weißt du? Aber da fehlt, Das könnte sein. weil das wurde auf jeden Fall, sagen wir mal, 1, 2, 3. Es sind definitiv 2 Längs- und ein Quergebäude. Und Ja, unten ich sehe hast du es, ja, 2 Längsgebäude und ein Quergebäude. Ich vermute mal, Mhm. dass das die Seite ist, die Von diesem Richtung Gebäude da unten. des großen Gebäudes guckt, genau. Weil da Aha. hast du nämlich auch guck mal, da hast du nämlich, wenn du dir das Vorne in der Mitte ist ja wie ein Längsgebäude, Spitzchen. ja, wenn Ja, du ja, dir vorne in das, der Mitte wie ein Spitzchen da. ja, weil wenn du dir nämlich diesen Innenhof anguckst und das hintere Gebäude, das längs steht, Mhm. Mhm. anguckst, dann siehst du diese Vorbauten, siehst du das an den Fenstern? Ja. Diese Mhm. 2 säulenartigen Dinger da? Also ich denke mal, das ist Ja, das ich sehe Ding. es. Ich glaube, Okay, das das ist ist die nice. Seite, die nach innen rausguckt. Weil das würde hinkommen. So, okay. So, jetzt darfst du noch entscheiden. Willst du Ja. oder möchtest du da bei diesem Steg da hinten weitermachen mit dem Gebäude, mit diesen beiden Gebäuden da hinten? Oder willst du dich hier befassen mit diesen 3 Gebäuden da? Darfst jetzt sogar noch aussuchen. Äh, Ich dachte eher, dass ich mal so ein bisschen hier dein Geländer ein bisschen mal gucke, ob hier noch was Ah, verbreitert werden muss oder so. Weil du ja, hast ja wahrscheinlich da hier hinten, hinten. fehlt ja hier noch eine ganze Ecke. Ja, Das da ist hier hinten, alles noch so kantig und baumig und ja, aber da hinten kommt dann noch ein Gebäude hin, weil ich habe das heißt, gesehen, im Grunde genommen hier brauchst du da drinnen noch hat's. mehr Erde halt, Weil ich ne? habe gesehen, hier gibt's wie ein Tor hier hinten, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte, muss man das Bild mal ein bisschen größer machen. Heranzoomen. Hier hinten gibt's wie noch mal einen Toreinfahrt hier hinten. Oh, Und hinten, zwar etwa, da wo ich nicht warte bin. kurz, plus minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, es ist nicht gleich breit wie das hier. Weil auf Das jeden ist Fall auf der 1. rechten Seite, warte, was ist das rechts? Ja, rechts zum Wasser hin, wie gesagt,
Da fehlt dir auf jeden Fall noch was. Ja, komm mal kurz Also mal hier, wo da ich wird noch eine bin. Menge passieren. Wenn du siehst, hier hinten gibt's wie nochmal, das ist eine Art eine Einfahrt hier. Ja, das heißt, das Das ist geht so noch ein eigentlich noch ein bisschen Torbogen. breiter, ja. Und da hinten hat sie nochmals ein Gebäude hier hinten. Und Weil zwar ich müsste hier nämlich jetzt irgendwie. eigentlich langsam mal anfangen, hier so ein bisschen Deko überall zu machen. Und eigentlich fehlen hier noch 50 Milliarden Häuser und ich werde wahnsinnig. 50 Milliarden. Mann, gut, dass ich auf mein Nightbot aufpasse. Ja, danke, Moni, dass du aufpasst auf den Nightbot. Ist wirklich sehr lieb von dir. So, erstmal das hier weg. Was willst du wegmachen? Weil, wie Jetzt habe gesagt, ich ich werde Angst. heute nicht so lange machen, weil ich bin relativ müde heute. Es war Warum sehr bist denn du müde? anstrengend und ich muss noch mit Padma reden. Oh oh, was hat sie angestellt? Ne, sie hat nichts angestellt. Wir bequatschen uns immer so ein bisschen. Ah, So, okay. okay. Also auf jeden Fall, ich werde mal in mein Büchlein reinschreiben, bei dir muss auf jeden Fall noch Terraforming gemacht werden. Das heißt, bei dir muss das alles noch ein bisschen verbreitert werden auf der rechten Seite, Yep. weil du kommst nicht hin mit Ja, dem Platz. ne. Okay, das habe ich schon mal notiert. Wie sieht es hinten aus? Hast du hinten raus noch genug Platz, weil du ja da noch einen kleinen Friedhof und so hast? Habe ich einen Friedhof? Und eine Mauer und so? Stimmt, da hinten sollte Ja. noch eine Mauer Das hingehen. heißt, das Ding hier muss auch weg, dieser Scheibenberg. Er hat einen Scheibenberg hier. Ja, Guck aber mal. ich habe jetzt gerade noch gesehen, hier hinten, plus minus, warte kurz, wenn ich jetzt hier schaue, plus minus etwa hier, gibt es ja noch eine Mauer, Ja, habe ich gesehen. ja, Plus minus hier, vielleicht ein bisschen weiter vorne oder weiter hinten. ja, Und das zieht sich dann ums Gebäude. Warte mal kurz, es zieht sich dann ums Gebäude rum. Es ist dann eckig hinten und der Friedhof wird in etwa dort sein, wo die Padma steht. ja. Und wie gesagt, hier, wenn du hier die Häuser hinsetzt, hier fehlt hier auch noch das ganze Gelände. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Terraformer ran. Oh mein Gott, und das Also habe die ich alles Häuser hier an alleine der Seite gebaut und kannst du ich noch muss alles gar alleine nicht bauen. bauen. Das passt nicht hin, weil dir fehlt das Stück Erde hier. Ja, Von der Breite her. Also wie gesagt, das ist heute ein bisschen vergebene Liebesmühe. Morgen sind die Leute alle wieder da, da funktioniert das. Da haben wir dann ja, aber wenig ich habe gesehen, morgen sind wir zu 8 da. ja, 8. Also auf jeden Fall, wie gesagt, mach dir mal Gedanken darüber, wie breit du auf jeder Seite das noch zusätzlich brauchst, damit das alles hinkommt, weil nämlich dazu dann später ja noch auch das Stückchen Land kommt, damit der Fluss natürlich nicht untergeht hier halt, ne? Also das ein bisschen Was für ein Terraform, Fluss? genau. Hier ist ein Fluss. Warte kurz, wo bist denn du? Nach rechts von deinem ganzen Gedöns. Weil da muss jetzt im Grunde genommen das noch verbreitert werden und dann müssen wir Terraforming-mäßig das hinkriegen, dass das zum Ah, Fluss abfällt. Verstehst du? ja, jetzt weiß ich, was du Ja. meinst. Yep. Und das ist halt viel Krempelarbeit. Also da brauchen wir auf jeden Fall Oh erstmal ja. Terraformer. Also ein Aber World Editor, der das da meine macht. Frage, wenn ich das jetzt so weit anschaue, kann das sein, dass es irgendwie fast das größte Areal ist, was hier gebaut wird? Ich sag mal so, ein zusammenhängendes Gebäude, ja. So, von dem Gebäude momentan. Aber unterschätzt Ich bitte meine von der nicht, Flächen her. ja, Ich meine von der Fläche ja, her. unterschätze mal nicht, was Padma und Elki noch machen müssen. Die haben richtig viel Ah, zu du meinst tun. den Hafen? Ja, die haben nicht nur den Hafen, die haben die ganze Vorstadt. Also Ah. zwischen dem Michel quasi und dem Hafen. Das ist auch alles noch den ihr Mhm. Bereich. Mhm. Ach du grüne Neune. Ja. Wie gesagt, deswegen habe ich ja schon gesagt, wir brauchen erstens mal Verstärkung und Mhm, zweitens mhm. mal, wie gesagt, ja, das auch am Wochenende oder unter der Woche könnt ihr ja auch bauen, wer Zeit hat.
da ein paar aus ihrem Puschen kommen, weil ihr seht, Skys Schule habe ich irgendwie den Eindruck, die schreitet überhaupt nicht voran momentan. Während Niki ja schon fertig ist. Aber ich erlaube mir kurz hier die Padma zu verschieben. Zwar an Ja, einen Platz, wo sie nicht stört. ja, kannst ja. Und wie gesagt, Ecki hat ja da hinten auch noch was aufgezeichnet. Das ist auch noch mal richtig groß, was da hinten hinkommt. Also wo ihr hier seht, dieses musterähnliche Ding, ja. Wie gesagt, und diese kleinen Gebäude und so, das kostet eben alles seine Zeit. Und wir haben ja hier Terraforming. Wir müssen die ganzen Straßen noch richtig dekorieren, die ganzen Parkanlagen, die Häuser. Es fehlen noch ganz viele Häuser hier. Also das ist richtig kräftig noch Aber eine andere zu Frage, tun. bis wann soll das eigentlich jetzt noch laufen? Also ich sag mal so, Bis es gibt kein Zeitlimit, aber ich würde schon vorschlagen, dass man zumindest jetzt versucht mal so ein bisschen Gas zu geben, dass wir halt Mai, Juni, also vor den Sommerferien sollte diese Epoche beendet sein. Bevor nämlich und alle in die hallo Ferien abhauen. Tiago, Hm. herzlich willkommen in meinem Ja. Livestream. Aber wie gesagt, wir werden demnächst auch wieder so eine Teambesprechung haben und da werden wir uns dann nochmal alle zusammensetzen. Ja, die wir ja eh machen müssen wegen, ja, den Einweisungen der Neuen, die halt hier mit rum sollen. Eine große Glocke, guck, wie hübsch. Die ist richtig mit Glockenklöppel. Also auf jeden Fall, wie gesagt, also wir haben hier noch viel zu tun. Ich werde jetzt unter der Woche mal schauen, dass ich ab und zu mal auch ein Stündchen wieder tagsüber reinkomme. Wie gesagt, es ist halt schwierig bei mir momentan. Ach Da kann nee. ich leider nicht so, wie ich möchte, aus privaten Gründen. Das würde ich gerne. Und unter der Woche im Momentum-Stream fände ich nicht so toll. Yes. Hey Bubu, Mhm. ich habe die Padma am perfekten, richtigen Ort gerade hingestellt. Ja, neben der Banane. Nee, vor Ach, die da. Banane. Auf Lava. Ja, passt doch. Aber sie hat den perfekten Ausblick. Also Ja, ich muss sagen, hier, also da stört sie nicht. nö. Und ich Mit finde, ihrer das ist wirklich Banana ein, da, ja, kann sie stehen bleiben. Passt doch. ja, finde ich eben auch. Bisschen, nee, weiter nach vorne hätte ich nicht Nö, dürfen. passt. Das kann man ja schön machen hier alles. Das ist ja alles Ja, kein Ding. finde ich auch. Da kriegen wir was hin. So, auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich heute ein bisschen früher Schluss machen. Wir haben es jetzt kurz nach 22 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt den Stream gleich beenden. Werde mal gucken, wer da noch am Stream ist. Werde euch dorthin geleiten. Weil, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen müde. Ich leider ein bisschen viel an meinen Allergien momentan. Ja. Oh nee, was hast denn du für Allergien, wenn ich Gegen fragen darf? alles. Ich wohne in der Natur und bin gegen alles allergisch. Och Nicht schlecht, ne? nee. Aber wie gesagt, Arme also Bubu. ich kuriere mich lieber aus und bin dann morgen wieder fit mit allen anderen dann hier sozusagen. Und wir Ja, haben ja eine Menge ansonsten will, heute dass du morgen fit geschafft. bist. Wir haben ja eine Menge Ja, heute geschafft. ich habe eine ganze Mauer hingekleistert. Ja. Und ich habe nämlich gerade auch gesehen, mein Stream hat wieder eine ewige Verzögerung. Das ist Oh richtig schlimm. nee. Also ich bin gerade noch quasi, dass du vor mir stehst. Ja, ganz toll im Stream. Ich habe keine Ahnung. Oh Das ist wieder nee. eine mega Verzögerung, ja. Das ist nicht lustig. Auf Ja, jeden Fall, wie nicht gesagt, lustig. ich muss heute noch ein paar Sachen regeln und das wird mir sonst zu spät und dann bin ich nicht mehr konzentriert und da die Sachen sehr wichtig sind. Für mich und auch für das Team, würde ich sagen, machen wir für heute Abend mal Schluss. Ein bisschen früher wie gewohnt. Ich werde mal gucken, wo ich euch hinschicken kann. Wir können ja eigentlich, kann ich euch auch zu Nonstop eigentlich rüber schicken. Warum nicht? Wir schicken euch jetzt alle zu Nonstop rüber. Dann hat unser Ah, Nonstop ich da nämlich noch bekomme ein einen Bubu. bisschen was von. Und ja,
Wie gesagt, wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder in alter Frische. 20 Uhr? Ja, Ja, okay, genau, 20 20 Uhr. Uhr. Hoffentlich dann Ja, mal in voller was wird Besetzung. eigentlich morgen gebaut? Wird morgen gebaut Ja, oder morgen wird wird gebaut. irgendwie. Ja, wir müssen ja mal fertig werden. Und wir wollen ja auch bald die nächste Aufgabe angehen. Und die können wir ja erst angehen, wenn die Gebäude alle stehen. Ah, die müssen alle stehen. Die müssen alle stehen. Das, was jetzt nicht so wichtig ist, sind Inneneinrichtungen. Aber wie gesagt, Okay. die Kirche habe ich jetzt Dann gemacht, heißt das, ich bekomme in dem Fall noch beim Bauen noch ein bisschen Hilfe? ja, deswegen suchen wir doch 3 Leute nonstop. Ah. Ja, wir suchen 3 neue Mitspieler. Ja, wie gesagt, Ja, so. damit wir halt, ja, sagen wir mal so, es sind ja ein paar Leute, die aufgehört haben, also aus privaten Gründen oder ist ja Mhm. auch so, wie gesagt, 1,5 Jahre sind eine lange Zeit. Ihr dürft das nicht vergessen. Das Also ist so. 1,5 Jahre, jedes Wochenende, jeden Samstag, Sonntag hier parat zu stehen, da gehört was dazu. Mhm. Man hat kein Privatleben. Oh nee. Ne? Und das sind ja alles erwachsene Menschen, die auch Kinder haben und Familie haben und sei es ihnen gegönnt und ich habe volles Verständnis. Aber wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, okay, wir brauchen mal wieder 3 neue Leute, damit das Team wieder ein bisschen in Schwung kommt, ein bisschen aufgestockt wird, die anderen ein bisschen entlastet werden, damit es soll ja hier kein Zwang werden. Ja, also damit auch ein Nee, ich weiß, was Nonstop du mal sagen meinst. kann, ich habe jetzt mal am Wochenende keinen Bock zu streamen. Ja, damit er auch mal Pause machen kann. Aber er weiß, es geht voran. Weil viele kommen ja manchmal auch so, weil sie eigentlich im Stich lassen wollen. Ne? Und möchten eigentlich auch mal, oder es kommt ein guter Film oder was, der Geier. Und wir gehen auf den Sommer zu. Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon lange kein Fernsehen mehr geschaut, Ja, weil mein Fernseher ist bei mir am Laptop angeschlossen. ja, ich schaue auch kein Fernsehen, ist mir viel zu viel Werbung. Und Bezahlfernsehen Ja. gucke ich nicht. Ist einfach so. Da gebe ich mein Geld lieber für Minecraft und den ganzen Shishi hier aus. Ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also müsst ihr euch das vorstellen. Es ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Also ihr müsst euch ja auch in meine Situation reinversetzen. Ich tue seit 1,5 Jahren nichts anderes, als jeden Sonntag hier zu sein. Ja, jeden Sonntag. Es sei denn, wir haben Epochenwechsel, dann haben wir mal 1, 2 Wochen Pause. Wir hatten jetzt auch mal krankheitsbedingt ein bisschen längere Pause eingelegt. Ich glaube, die war 3 Wochen oder so. Auch nicht viel, ja, aber wie gesagt, und damit euch das natürlich nicht blüht, ihr auch mal ohne schlechtes Gewissen im Grunde mal ein Wochenende frei machen könnt, haben wir das halt jetzt beschlossen, dass wir doch 3 Leute mitnehmen. Das entlastet ein bisschen und Mhm, nimmt so mhm, ein bisschen mhm. den Druck von allen runter. Ne? Weil wir haben ja noch ganz, Ich ganz weiß, was viele du meinst, Epochen ja. vor uns. Wir sind ja auch erst in der Renaissance. Ja, und die Mhm. Renaissance, also sagen wir mal bis zum 16. Jahrhundert. Also ihr könnt euch vorstellen, bis zur heutigen Zeit dauert es noch eine Weile. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich mich sehr drüber freuen. Also ihr müsst natürlich nicht superklasse, tipptopp, super duper tralala bauen. Also das erwarten wir gar nicht von euch. Sondern ja, das kann man ja alles lernen. Also wie gesagt, dazu ist das ja hier auch da. Also, dass wir voneinander lernen halt, ne? Also Ja, ja, und ich wir lerne suchen auch wirklich keine viel. perfekten Redstoner. Es wäre natürlich schön, wenn einer, der perfekt Redstone kann, sich hier auch bewirbt. Oder jemand macht zum Beispiel gerne Inneneinrichtungen und ist da besonders gut. Oder in Außendekos oder so. Immer her damit. Ja, also es ist keine Perfektion im Bauen, reines Bauen oder so. Müsst ihr gar nicht beherrschen. Ihr müsst Spaß haben an der Sache. Es ist viel wichtiger. Jo. Alles andere kann man lernen. Mhm. Jo. Weil, wie gesagt, die Eli zum Beispiel, die ist von unseren Spielern gewesen. Eine von denen, die, weiß ich, glaube, ein Jahr gespielt hat erst. Und immer für sich, die dann als Indianerin hier reinkam und uns ein Jahr begleitet hat hier. Ja. Und die hat so viel gelernt. Ja. Die war dann auch auf dem Äh, Community-Server und ja, wie gesagt. oh, Also, ja, wenn traut es. euch, bewerbt euch. Wie gesagt, bis zum 31. März habt ihr Zeit.
Bewerben kann man sich über den Klötzchen-Discord, kommt in den Klötzchen-Discord rein und ich habe euch den Link da oben reingemacht. Ansonsten findet ihr den auch in jeder Videobeschreibung oben im Banner drinne und bei den anderen findet ihr den auch und auf jeden Fall, wie gesagt, in Bauwettbewerb könnt ihr dann im Grunde genommen eure Bilder reinposten. Ihr könnt es auch unter eure Bauwerke machen. Das ist mir wurscht, da finde ich es auf jeden Fall schon. Aber traut euch. Jo. Okay, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf die Bewerbung, mein Team auch. Und ja, bis morgen, 20 Uhr. Und jetzt, tschüss. Wir fliegen jetzt alle mal rüber zu Nonstop. Tschüss.